Der russische Motorradclub Nachtwölfe befindet sich derzeit auf dem Weg nach Berlin. Der Motorradclub hat Ende April Moskau verlassen, wie von der Nachrichtenagentur AFP berichtet wird. Die Biker planten, am 9. Mai in Berlin anzukommen und dort das Ende des Zweiten Weltkriegs zu ehren. Es ist bekannt, dass der Club dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nahesteht und offen den Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Eine Journalistin der französischen Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie die Biker den Südosten der russischen Hauptstadt mit russischen Fahnen verließen. An einigen der Motorräder soll das Z-Symbol angebracht worden sein, das die Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine symbolisiert. Es bleibt jedoch fraglich, ob die Nachtwölfe ihr Ziel in Berlin erreichen werden. Der gesamte Club steht auf der Sanktionsliste der Europäischen Union und darf dementsprechend nicht in die Europäische Union einreisen. Die EU begründet dies damit, dass der Club aktiv an der militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine beteiligt ist. Sie verbreiten aktiv anti-ukrainische und prorussische Propaganda und kämpfen an der Seite von prorussischen Gruppen in der Ukraine. Der Anführer der Nachtwölfe, Alexander Saidustano, wurde 1961 auf der Krim geboren und hat ukrainische Wurzeln. Trotzdem unterstützt er den Krieg gegen die Ukraine und die Annexion der Krim durch Russland. Saidustano hat enge Verbindungen zu Putin und zur russischen Regierung, und es wird berichtet, dass der Club zwischen 2013 und 2015 staatliche Mittel vom Kreml erhalten hat. Die Route der Nachtwölfe führt zunächst nach Wolgograd, dem früheren Stalingrad. Danach planen sie, durch das Kriegsgebiet in der Ukraine zu fahren und laut eigenen Angaben humanitäre Hilfe für Zivilisten und russische Soldaten in der Region Donezk zu leisten. Ein Teil der Region Donezk wurde von Russland erobert und besetzt. Das Ziel der Nachtwölfe sind die sowjetischen Ehrenmäler im Treptower Park und im Tiergarten in Berlin, wo sie Grenze niederlegen möchten. Es ist unklar, wie die Nachtwölfe beabsichtigen, in die EU zu gelangen. Die Polizei hat keine Informationen darüber veröffentlicht, wo sie einen versuchten Grenzübertritt der Nachtwölfe erwartet und wie sie sich auf den Motorradkorso vorbereitet. Im vergangenen Jahr waren etwa 1 Dutzend Nachtwölfe an den Denkmälern in Berlin am 9. Mai präsent. Während Russland traditionell am 9. Mai den sowjetischen Sieg über Nazi-Deutschland feiert, ist in Deutschland der 8. Mai der Gedenktag. Warum die Nachtwölfe am 9. Mai nicht in Berlin angekommen sind, wurde nach meinem Wissen nirgendwo berichtet.